Geschrieben wird in der Uni in jedem Fach. In vielen Fächern schon ab den ersten Semestern, zum Beispiel Hausarbeiten, Protokolle oder Essays. Am Ende jedes Studiums steht eine Bachelor- oder Masterarbeit. Wenn man die Aufgabe bekommt, einen solchen längeren Text zu verfassen, wie kommt man dahin, dass man am Ende einen abgabefertigen Text in der Hand hält? Der Weg zum fertigen Text ist meist ein komplexer Prozess. Sie müssen erstmal einen Überblick über Ihr Thema bekommen, vielleicht sogar selbst ein Thema und eine Fragestellung finden. Sie müssen Fachliteratur suchen, auswählen, lesen, verstehen und überlegen, was Sie davon wie in Ihren eigenen Text einbauen. Sie müssen überlegen, wie Sie die Informationen, die Sie gefunden haben, strukturieren wollen und wie Sie Ihren Text gliedern. Sie müssen eine Argumentation aufbauen und Ihre Gedanken in Worte fassen. Gleichzeitig müssen Sie daran denken, die Konventionen akademischer Texte einzuhalten und daran, wer den Text später liest und was sie oder er erwartet. Das sind also eine ganze Menge Schritte und Aufgaben, die Sie zu bewältigen haben. Das internationale Schreiblabor unterstützt Sie dabei. Aus der Schule, vielleicht auch aus einem vorherigen Studium oder einer Ausbildung, bringen Sie natürlich Schreiberfahrung mit. Das ist schon mal eine gute Grundlage. Wir wissen jedoch, dass die Schreibentwicklung damit noch nicht abgeschlossen ist. Stattdessen lernen Sie während Ihres Studiums beständig weiter, wie Sie eigenständig adressatengerechte Texte schreiben. Und bei dieser Entwicklung kann das internationale Schreiblabor Sie begleiten. Wie kann ich das internationale Schreiblabor nutzen? Sie finden am Schreiblabor in erster Linie ein großes Angebot vielfältiger Workshops rund ums Thema Schreiben. Außerdem können Sie die individuelle Schreibberatung nutzen, während Sie an einem Schreibprojekt arbeiten. Und darüber hinaus bietet Ihnen das Schreiblabor die Möglichkeit, Online-Materialien zu nutzen und Zertifikate zu machen. Wo finde ich die Workshops? Um die Workshops zu finden, gehen Sie am besten auf die Seite des Schreiblabors www.schreiblabor.uni-göttingen.de. Unter Aktuelles finden Sie immer die Workshops des jeweiligen Semesters. Sie können sich alle Veranstaltungen hier nach Kategorien anzeigen lassen. Das heißt, hier sehen Sie zum Beispiel fachübergreifende Workshops zum akademischen Schreiben, fachspezifische nach Fächergruppen sortiert und Workshops zum berufsorientierten Schreiben. Wenn Sie wissen möchten, welche Workshops als nächstes starten, können Sie auch hier schauen. Hier finden Sie alle Veranstaltungen nach dem jeweiligen Anfangsdatum sortiert. Wenn Sie sich dann einen Workshop ausgesucht haben, den Sie gern belegen möchten, gehen Sie am besten auf die Seite von StudIP und geben in der Suche entweder die Veranstaltungsnummer oder einfach den Titel des Workshops ein. Und dann können Sie sich dann hier anmelden. Kann ich mir die Workshops des Schreiblabors für mein Studium anrechnen lassen? In fast allen Workshops des Schreiblabors können Sie Credits erwerben im Bereich Schlüsselkompetenzen. Hierfür müssen Sie in der Regel aktiv teilnehmen und ein Portfolio einreichen. Was ein Portfolio ist, das wird dann im Workshop genauer erklärt. In den allermeisten Studiengängen werden die Credits aus den Schreiblabor-Workshops angerechnet. Ob das auch in Ihrem Studiengang so ist, das müssten Sie mit Ihrem Prüfungsamt oder anhand Ihrer Studien- und Prüfungsordnung klären. Was passiert in der Schreibberatung? Eine Schreibberatung ist ein Gespräch zwischen Ihnen und einer Beraterin des Schreiblabors. Sie können hier alle Fragen stellen, die in Ihrem Schreibprozess auftauchen. Diese Fragen können sich zum Beispiel auf die Eingrenzung des Themas, das Strukturieren des Textes oder den Stil beziehen. Die Schreibberaterin hat wahrscheinlich nicht auf alles gleich eine Antwort parat,
aber Sie werden im Gespräch gemeinsam nach Antworten suchen. Vor allem können Sie gemeinsam mit der Schreibberaterin Strategien erarbeiten, wie Sie am besten vorgehen. Da nicht jede Strategie für jede und jeden gleich gut passt, ist es sinnvoll, das im individuellen Gespräch zu machen. Wann sollte ich zur Schreibberatung kommen? Sie können prinzipiell zu jedem Zeitpunkt im Arbeitsprozess eine Schreibberatung in Anspruch nehmen. Es lohnt sich auch dann vorbeizukommen, wenn Sie noch gar nichts geschrieben haben, zum Beispiel wenn Sie über Ihre Fragestellung oder über Ihre Gliederung sprechen möchten. Kann ich im Rahmen der Schreibberatung auch meine Arbeit Korrektur lesen lassen? Eine fertige Arbeit einreichen und die korrigiert wiederbekommen, das können Sie im Schreiblabor nicht. Zum einen fehlt dafür die Zeit, zum anderen würde das auch gar nicht zu unserem Ansatz passen, denn wir wollen ja, dass Sie kompetente Schreibende werden, die in der Lage sind, ihre Texte selbst zu verbessern. Sie können aber in der Schreibberatung ein Feedback zu einem Auszug aus Ihrem Text bekommen. Das heißt, die Beraterin sagt Ihnen, was aus ihrer Sicht an dem Text bereits gelungen ist und was Sie vielleicht noch verbessern könnten. Wie komme ich an eine Schreibberatung? Am besten melden Sie sich per Mail unter schreiblabor@uni-göttingen.de. Schreiben Sie bitte, was Sie studieren, was für eine Art von Text Sie gerade schreiben und was Ihr Anliegen ist. Eine Beraterin des Schreiblabors wird sich dann mit einem Terminvorschlag bei Ihnen melden. Darf ich auch mehrmals zur Schreibberatung kommen? Ja, solange es Beraterinnen gibt, die genügend Kapazitäten frei haben, können Sie gern auch mehrmals kommen. Die einzige Beschränkung ist, dass wir maximal einen Termin pro Woche vergeben. Was bietet das Schreiblabor sonst noch an? Sie können im Lauf Ihres Studiums diverse Zertifikate rund ums Thema Schreiben machen. Einen Überblick dazu finden Sie auf der Homepage des Internationalen Schreiblabors unter Zertifikate. Unter Aktuelles sehen Sie außerdem, was wir zurzeit sonst noch anbieten, zum Beispiel Schreibevents oder Veranstaltungen für bestimmte Gruppen.